Hi Leute, im letzten Jahr oder beziehungsweise Ende letzten Jahres habe ich euch ja meine Ausrüstung vorgestellt. Ja, und da hat der ein oder andere nachgefragt, ich denke mal eher die andere, ob Lara nicht auch ihre Ausrüstung vorstellen kann. Denn für die Mädels ist es ja ein bisschen schwer, irgendwie Klamotten zu finden, auch im Airsoft. Ja, wir haben Lara direkt mal gefragt und ja, heute stellt sie euch ihre Ausrüstung vor. Lara? Okay, du sollst nur Ausrüstung vorstellen, mehr nicht. Bitte. Okay. Hi. Weil so viele von euch auf Instagram und auch auf YouTube nachgefragt hatten, was ich für Klamotten beim Airsoft trage, werde ich die heute einfach mal vorstellen. Ich sag direkt vorab, ich bin noch nicht lange dabei, das heißt, ich bin im Airsoft vielleicht seit einem guten Jahr. Allerdings ist das meine erste Ausrüstung, die schauen wir uns jetzt einfach gemeinsam an. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit meiner Waffe an. Das ist eine Tippmann M4, die ist Custom. Das heißt, es wurde außen eine Menge verändert, innen wurde einiges gemacht. Und mein persönliches Highlight, muss ich ehrlich sagen, ist hier dieses Laser-Emblem. Das heißt, ich habe meine personalisierte Waffe von Airsoft-Helden. Genau, das so viel zur Waffe, die lege ich jetzt auch direkt mal weg. Weiter geht's in meiner Brille. Die ist von Bolle und die hat getönte Gläser. Und ich sag mal, das ist, glaube ich, der wichtigste Ausrüstungsgegenstand, den ich besitze. Denn erstmal ist eine Brille ja sowieso überall Pflicht, wenn man spielt. Und es dient halt auch zum Schutz. Ne? Ich sag mal, wenn man durch den Wald rennt, dann achtet man nicht auf jeden Ast, der einem entgegenkommt. Dann kriegt man einen ins Auge oder gerade auch BBs. Also die im Auge möchte ich auch nicht haben. Da kann es ganz schnell böse enden. Dementsprechend, ja, sehr wichtig. Weiter geht's mit der Maske. Die habe ich von Nick bekommen, einfach um meinen Mund zu schützen und primär auch meine Zähne. Denn ich sag mal, wenn man eine Kugel in den Mund kriegt, dann kann schnell mal ein Zahn abbrechen. Das habe ich schon 2-3 Mal bei Spielern mitbekommen. Und ich glaube, gerade den Mädels ist es einfach wichtig, dass man hinterher keine Lücke im Lächeln hat. Ne? Dementsprechend trage ich die auch immer. Ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht zweckmäßig zum Gear gehört, für mich allerdings immer sehr wichtig ist, wenn ich Airsoft spiele, sind meine Zöpfe. Die trage ich nicht, weil ich die so super stylisch finde, sondern einfach, weil ich sehr lange Haare habe. Und wenn ich dann draußen spiele und die Haare die ganze Zeit im Gesicht habe, dann stört das einfach. Das kann auch gefährlich werden, wenn man sich verfängt. Dementsprechend zusammenflechten, dann habe ich die direkt unter Kontrolle und ja, die stören mich nicht. Weiter geht's in meinen Handschuhen. Die sind von Mechanics in schwarz. Da war mir super wichtig, dass sie passen. Denn ich musste feststellen, dass viele Airsoft-Shops einfach nicht darauf ausgelegt sind, dass ich so kleine Hände habe. Also das ist jetzt Größe S. War schwierig zu finden, sag ich mal. Ich habe mich wirklich dumm und dämlich gesucht. Bei Konos bin ich endlich fündig geworden. Bin sehr dankbar. Die Jungs haben mich dann auch unterstützt, ja, Sachen in meiner Größe zu finden, denn das war für mich wirklich problematisch. Und auf Instagram haben mir schon ganz viele Mädels geschrieben, wo ich meine Sachen herkriege, was ich überhaupt trage, denn das Problem kennen einige. Das ist meine taktische Weste. Die hat hier vorne direkt Magazintaschen integriert. Einerseits könnte man sagen, ist ganz praktisch, allerdings komme ich damit irgendwie nicht ganz so super zurecht. Deswegen überlege ich mir, diese Tacos zu kaufen, die ihr vielleicht bei Nick im Video schon gesehen habt, die er auch an seiner Weste trägt. Die Farbe ist grau, mögen jetzt einige sagen, das passt gar nicht so super zusammen. Ich fand die Farbe mega cool, deswegen habe ich mich für den entschieden. So, dann habe ich hier einmal meine KHS-Uhr, das ist die Reaper. Die hat so ein olivgrünes NATO-Band dabei, das passt halt ganz schön zusammen. Der Grund, warum ich die trage, ich trage im Alltag immer eine Armbanduhr, wollte die aber nicht auf dem Spielfeld tragen, denn da eckt man einmal an, dann war's das, dann ist sie kaputt. Dementsprechend habe ich mich jetzt für eine taktische Uhr entschieden und ich habe bei Nick und den Airsoft-Helden die gesehen, das hat sich bewährt. Dementsprechend bin ich mit auf den Zug aufgesprungen und bin da sehr zufrieden mit. Das ist mein Combat-Shirt, das ist von Claw Gear. Was ich hier cool finde, ist einmal, es ist nicht sehr dick und trotzdem hält es irgendwie warm. Keine Ahnung, wie die das machen. Dann hat es hier so einen schönen Armabschluss. Ich mag das als Mädchen generell nicht, wir haben im Schnee gespielt jetzt auf The Hill. Wenn der Schnee dann hier ins Combat-Shirt kommt, dann ist alles so nass und so ekelig. Aber das hat einen schönen Abschluss. Anziehen kann man es trotzdem gut, weil das mit Klettverschluss ist. Das heißt, wenn ich mal dickere Arme kriegen sollte, passt es mir trotzdem noch. Das ist mein taktischer Gürtel, den habe ich zum einen, damit meine Hose nicht rutscht. Und natürlich, hier habe ich meinen Holzerrand von Nupol mit der, glaube ich, 17 Gen 4. Das ist meine erste eigene Backup, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die sich so verhält und habe auf jeden Fall schon Bock mit der zu spielen. Weiter geht's mit der Hose, das ist auch von Claw Gear. Gleiches Problem, es dauert super lange, bis man eine Hose gefunden hat, die mir passt. Ich bin jetzt keine 1,80 und ich bin auch keine super Kante, aber die passt jetzt zum Glück endlich. Dazu kommt noch, dass die sehr praktisch ist. Die hat alle möglichen Taschen hier drin. Ich konnte die in der Kniekehle noch verstellen. Ich kann hier auch noch Kniepads reinmachen. Habe ich bis jetzt noch nicht getan. Allerdings, die passt sehr gut. Ich kann mich damit gut bewegen. Die engt nicht ein, also damit bin ich auch sehr zufrieden. Zu guter Letzt meine Schuhe. Die sind von Lova. Die haben jetzt vielleicht nicht die klassische Farbe, da ist so ein kleiner pinker Streifen dran, aber ein bisschen Mädchen darf man ja immer noch sein. Die hatte ich jetzt schon mehrmals an, wirklich zum Spielen und ich komme damit gut klar. Die sind nicht zu fest, das heißt, ich kann auch gut durch den Wald laufen, allerdings schützen die auch gut. Also wenn ich jetzt einmal auf einen Stein trete oder so, ich bin jetzt noch nicht umgeknickt, bin ich auch sehr zufrieden mit.
Das war's doch schon soweit mit meiner Ausrüstung. Wunderbar. Ja, ey, vielen Dank. Ja, Lara hat's gesagt, wir haben lange gesucht. Mittlerweile hat sie ihre gesamte Ausrüstung zusammengestellt. Wir beide werden zukünftig zusammen Gameplays zocken, so wie letztes Mal schon auf The Hill. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie in die Kommentare, Anregungen, haut sie da drunter, Hate. In diesem Sinne, haut rein. Ein Depp? Ja, ich bin jetzt durch. Ein Depp? Ich bin jetzt durch, ich hoffe, ich konnte euch... Einmal. I am the one. Lara auch nochmal Deppen? I am the one. Oh mein Gott, jetzt ich auch nochmal. Okay, das wird so viel. Ciao. Don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best.